Hallo Leute, hallo lieber Zuschauer, hallo, wie geht's? Servus, willkommen in meinem YouTube-Kanal, willkommen in mein neues YouTube-Video. Das ist mein erstes Video in meinem Kanal. Ich heiße Yannick, Yannick. Das ist ein französischer Name, Yannick. Also, heute würde ich ein paar Informationen über mich geben und los geht's. Hallo, ich habe eine Karteikarte dabei und habe ich ein paar Fragen schon geschrieben. Ich habe hier 5 Fragen und ich würde diese Fragen über mich antworten. Also, los geht's. Erste Frage, wer bist du? Wer bist du? Als ich schon gesagt habe, ich bin Yannick. Yannick. Ich bin Nigerianer. Ich komme aus Nigeria. Ich bin in Nigeria aufgewachsen und ich komme aus einer großen Familie, sehr große Familie. Ich habe fast 26 Cousins. Ja, ja, eine sehr große Familie. Also, Nummer 2. Wo bist du? Wo bist du? Ich bin in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Freiburg. Freiburg ist eine Stadt in Süddeutschland. Freiburg steht auf der Grenze von Frankreich und der Schweiz. Also, das heißt, Freiburg ist in der Nähe von Frankreich, in der Nähe von Straßburg oder Colmar und auch in der Nähe von Basel in der Schweiz. Okay. Ähm, Wie lange bist du in Deutschland? Ich bin in Deutschland vielleicht 1,5 Jahre. Ich bin im Mai 22 angekommen. Ja, ja. Das heißt, ich bin in der Pandemie umgezogen. Ja, es war sehr schwierig in der Pandemie, in ein fremdes Land zu ziehen. Ja, ähm, besonders in Deutschland. Alles war drinnen, ja, niemand war draußen, alles war drinnen. Die Geschäfte im Zentrum war abgeschlossen, alles war abgeschlossen. Man kann nur in zu Lebensmittel kaufen, in, in der Laden in der Laden an der Ecke kaufen, aber die Möbel oder die äh, andere Laden sind geschlossen. Ein paar Restaurants waren auch geschlossen. Schwimmbad war geschlossen. Alle waren drinnen. Es war sehr schwierig, Freunde zu finden und Freundschaften zu schließen. Und ja, die Unterricht an der Universität war immer online, ja, alles steht online. Und ja, wenn man zum Kaufen geht, muss man einen Tag vorher online und angemeldet und vielleicht einen Schnelltest machen und die Ergebnisse zeigen. Dann konnte man eine Wartennummer nehmen und dann einen Termin machen, einen Termin vereinbaren. Also, die nächste Frage. Woher kommst du? Als ich schon gesagt habe, ich komme aus Nigeria, ich war in Nigeria gewachsen. Ich habe verschiedene Staaten und verschiedene Städte in Nigeria besuchen. Ja, ich war in dem Süden, in dem Zentrum, in dem West, in ein paar Städte im Norden von Nigeria schon besucht. Okay, Nummer 5. Warum hast du einen YouTube-Kanal geöffnet? Also, okay, ich möchte mein Deutsch verbessern. Ich spreche nicht so gut Deutsch, ich weiß, also schon weil ich mache ein paar Fehler, aber ich möchte mein Deutsch verbessern. Ich finde die deutsche Sprache sehr, sehr schön und ich möchte mein Deutsch zum Muttersprachenniveau machen.
Und wenn man eine Fremdsprache lernen, ist es sehr, sehr wichtig, in die Fremdsprache zu sprechen. Also momentan ist mein schriftliches Deutsch viel besser als mein gesprochenes Deutsch. Das heißt, ich kann besser lesen und schreiben, dann ich sprechen und hören kann. Also, und ja, ich möchte mein gesprochenes Deutsch bessern. Das habe ich einen YouTube-Kanal geöffnet. Dann konnte ich zum Kamera sprechen und meine Fehler korrigieren. Also wenn ich einen Fehler mache, du kannst einfach in die Kommentare die richtigen Sätze schreiben. Danke. Danke euch. Und Nummer 5. Wo hast du Deutsch gelernt? Okay. Ich habe zum ersten Mal auf Duolingo Deutsch gelernt und ich habe mit vielleicht seit 2014 mit Duolingo Deutsch gespielt, aber ab und zu hin und her nicht so serious. Aber in 2018 habe ich in Lagos Deutschunterricht angefangen. Ich fange mit A1 und dann habe ich im Goethe-Institut A2 gemacht und B1 angefangen, aber nicht fertiggestellt. Als ich in Deutschland angekommen bin, habe ich an meiner Universität B1 äh, einmal angefangen und fertiggestellt und diesmal absolviert. Ähm, Im Moment mache ich B2, aber ich mache B2 online bei Lingoda. Es ist ein bisschen teuer, ja, aber ich glaube, wenn man Interesse in etwas habe, sollte man ihr Geld ausgeben für diese Aktivität. Also, ja, als ich schon gesagt habe, mein Wunsch, aber mein Sprachstil, mein Lernziel ist Deutsch zum Muttersprachenniveau lernen. Spreche ich eine andere Sprache? Nein, ich spreche nur Englisch. Ich spreche ein Englisch-Dialekt, heißt Pidgin English. Es ist ein Dialekt, man kann in Westafrikan Ländern hören. Und ja, ich spreche keine afrikanische Sprache, ich spreche keine oder andere Fremdsprache. Aber ich hoffe, dass nach meinem Deutsch, wenn ich mit Deutsch lernen abgeschlossen bin, würde ich Französisch lernen. Also war das jetzt nur ein Wunsch. Okay, ich glaube, das ist alle meine Fragen. Ich habe alle die Fragen geantwortet. Also, wenn du mehr Fragen für mich haben, könntest du einfach in den Kommentar schreiben oder eintippen und Janik, warum hast du das? Warum hast du, wo kann man diese, so, schreib einfach in die Kommentare. Und ja, das bringt uns zum Ende meiner ersten YouTube-Video. Danke für dein Interesse, danke für dein Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!